Diese Geschichte spielt in der Stadt Otradnoje, die am Rande Russlands liegt und von dichten Wäldern umgeben ist. Dmitri ist ein pensionierter Arzt, der in einem kleinen Holzhaus am Rande dieser friedlichen Stadt lebt. Jeden Tag geht er oft in den Wald, um die frische Luft zu genießen und die ruhige Natur zu bewundern. Die Bäume im Wald um Otradnoje waren üppig und spendeten Schatten, sodass Dmitri sich jedes Mal entspannt fühlte, wenn er einen Fuß dorthin setzte. An einem Sommernachmittag hörte er plötzlich einen schwachen Schrei aus dem dichten Gebüsch neben dem Weg. Dmitri konnte den Schrei, der wie ein Stöhnen klang, nicht ignorieren und näherte sich neugierig, um zu sehen, was los war. Zu seiner Überraschung fand er ein Fuchsjunges in einer alten, rostigen Falle, vermutlich aus der Zeit der alten Jagd. Der Fuchs zitterte, atmete schwer, seine Augen waren voller Angst und er schien nicht die Kraft zu haben, sich zu wehren. Dmitris medizinischer Instinkt drängte ihn zu helfen, denn er würde niemals ein Lebewesen im Stich lassen, das der Rettung bedarf. Er näherte sich vorsichtig und versuchte sein Bestes, die Falle sanft vom Bein des kleinen Fuchses zu entfernen. Trotz der Schmerzen biss der Fuchs nicht und zeigte auch keine Aggression, als er die freundliche Tat des Fremden sah. Sobald er es entfernt hatte, bemerkte Dmitri, dass die Wunde an der Pfote des Fuchses blutete und die Gefahr einer Infektion bestand. Er konnte es nicht tief im Wald zurücklassen und beschloss, das schwache Tier zur Behandlung mit nach Hause zu nehmen. Unterwegs versuchte Dmitri, so schnell wie möglich zu gehen, aus Angst, dass sich seine Wunde verschlimmern würde, wenn er nicht rechtzeitig behandelt würde. In dem warmen Holzhaus legte er den Fuchs vorsichtig auf eine alte Matratze und begann, die Wunde mit einer antiseptischen Lösung zu reinigen. Das Fuchsjunge stöhnte leise, doch in seinen Augen erschien allmählich Vertrauen, als verstünde es die Güte seines Retters. Dmitri verfügt über langjährige Erfahrung im medizinischen Bereich, verband den Fuchs fachmännisch und gab dem Fuchsjungen anschließend Medizin, um eine Infektion zu verhindern. Außerdem richtete er eine kleine, trockene und warme Ecke im Lager ein, damit es einen Platz zum Ausruhen und Erholen hatte. Anfangs war der Fuchs noch ängstlich und zuckte leicht zusammen, wenn Dmitri sich näherte, griff aber nie an oder rannte weg. Mit der Zeit wurde die Wunde regelmäßig verbunden und der Fuchs begann sich zu erholen, obwohl er immer noch schwach war und hinkte. Dmitri überwachte den Wundheilungsprozess sorgfältig und stellte sicher, dass keine schwerwiegenden Folgen zurückblieben. Er fütterte das Fuchsjunge mit frischem Fleisch und gab ihm so genügend Nährstoffe, damit es schneller wieder zu Kräften kam. Das kleine Tier gewöhnte sich allmählich daran und versteckte sich nicht mehr, wenn Dmitri sich näherte, sondern wurde nur jedes Mal ein wenig schüchtern, wenn er leicht sein Fell berührte. In den Augen des Fuchsjungen war kein panischer Ausdruck mehr zu sehen, sondern eine seltene Wärme und Ruhe. Dmitri hoffte insgeheim, dass der Fuchs, sobald die Wunde verheilt sei, in die wilde Welt zurückkehren könne, in die er gehörte. Fast einen Monat lang blieb der Fuchs an seiner Seite, und jeden Tag ging es ihm ein bisschen besser, und sein schmerzender Fuß bewegte sich allmählich wieder geschmeidig. Jeden Morgen, wenn er die Türklingel hörte, hob er sanft den Kopf, als wolle er seinen Wohltäter begrüßen. Dmitri lächelte, antwortete mit einem Klaps und überprüfte dann die Gesundheit des Fuchses. Eines Morgens wachte Dmitri auf und ging wie üblich zur Scheune, aber der Fuchs war nirgends zu finden. Er sah, dass die Scheunentür aufgestoßen worden war und schwache Fußspuren als Abschiedszeichen zum Waldrand führten. Statt traurig zu sein, war Dmitri glücklich, weil er glaubte, dass der Fuchs endlich stark genug war, um dort draußen allein zu überleben. Das Leben in der Stadt Otradnoje geht mit ruhigen Tagen weiter, mit dem Einzug des Herbstes fallen vereinzelt gelbe Blätter. Dmitri ging wieder allein durch den Wald und dachte manchmal voller Mitgefühl an das Fuchsjunge. Die Zeit verging schnell, er sehnte sich nicht mehr danach, es wiederzusehen, wünschte sich nur insgeheim, es wäre sicher und glücklich. Es kam jedoch zu einem unerwarteten Ereignis, als Leonid, Dmitris 10-jähriger Neffe, aus der Stadt zu Besuch kam. Leonid ist aktiv, liebt es, die Natur zu erkunden und ist seit seiner Kindheit vom Otradnoje-Wald fasziniert. Der Junge bat seinen Großvater eifrig, ihn an den Waldrand gehen zu lassen, um Tannenzapfen für sein naturwissenschaftliches Schulprojekt zu sammeln. Bevor er ging, erinnerte Dmitri ihn daran,
vor Einbruch der Dunkelheit zurückzukehren, damit er sich nicht verirrte oder wilden Tieren begegnete. Leonid verließ das Haus mit einer Stofftasche und einem Lächeln und versprach, nicht zu weit zu gehen. Die Sonnenstrahlen wurden länger und der Himmel verdunkelte sich allmählich, doch Leonid war noch immer nicht zurückgekehrt und Dmitri begann sich Sorgen zu machen. Als es dämmerte, zögerte er nicht länger, nahm schnell seine Taschenlampe und ging tief in den Wald hinein. Die Straße war spät in der Nacht ruhig, die Vögel schienen aufgehört zu zwitschern, nur das Rascheln des Windes in den Blättern war noch zu hören. Dmitri rief immer wieder den Namen seines Enkels, doch in dem riesigen Nachtwald ging seine Stimme in der Leere unter. Seine größte Angst war, dass Leonid sich verlaufen, irgendwo ausrutschen oder einem wilden Tier begegnen könnte. Je tiefer er ging, desto deutlicher konnte er seinen Herzschlag hören, müde und zugleich äußerst besorgt. Das schwache Licht der Taschenlampe suchte jeden Baum und jeden Felsen ab, fand jedoch keine Spur des Jungen. Als ihn gerade die Verzweiflung übermannte, hörte Dmitri plötzlich hinter sich Blätter rascheln. Mit klopfendem Herzen drehte er sich um, aus Angst, in der dunklen Waldnacht einem wilden Tier zu begegnen. Im flackernden Mondlicht erschienen ein paar helle Augen, dann trat der Schatten eines Fuchses vor, leise, aber nicht aggressiv. Dmitri erkannte ihn vage an der Narbe, die noch immer auf seinem Vorderbein zu sehen war. Es war der Fuchs, den er an diesem Tag gerettet hatte. Der Fuchs knurrte nicht und fletschte auch nicht die Zähne, sondern stand einfach nur da und sah ihn mit ruhigen Augen an, als wolle er ihm etwas mitteilen. Dann drehte es sich um und ging langsam weiter in die Nacht hinein, wobei es sich gelegentlich umdrehte und Dmitri einlud, ihm zu folgen. Trotz seiner Befürchtungen beschloss er, dem Tier zu folgen, da er glaubte, dass es ihn zu etwas Wichtigem führen könnte. Der Schatten des Fuchses erschien und verschwand zwischen den Bäumen und war im Mondlicht deutlich auf den verrotteten Blättern zu erkennen. Dmitri versuchte, mit ihm Schritt zu halten und blieb auf den gewundenen, dichten, dunklen Pfaden dicht an ihm dran. Nach weniger als 10 Minuten kamen sie zu einem Dickicht, wo er ein leises Wimmern hörte. Als Dmitri die Äste beiseite schob, sah er Leonid auf dem Boden sitzen, die Arme um seine Knie geschlungen, sein Gesicht war von Tränen überströmt. Der Junge war verängstigt und erschöpft und konnte in dem riesigen Wald seinen Weg nach Hause nicht finden. Leonid blickte auf, erkannte seinen Großvater, brach in Freudentränen aus und klammerte sich an ihn wie ein Ertrinkender an einen Rettungsring. Dmitris angespannte Stimmung beruhigte sich schließlich, er umarmte seinen Enkel, tröstete ihn und versprach ihm, dass nun alles in Sicherheit sei. Blitzschnell drehte er sich um nach dem Fuchs zu suchen, doch dieser war verschwunden und hinterließ nur ein stummes Echo in der Luft. Leonid war kurz ergriffen und erzählte, dass während er in Panik war, ein Fuchs aufgetaucht sei, Wache gestanden und nicht angegriffen habe. Dann ging es plötzlich weg, als wüsste es, dass es noch etwas Hilfe brauchte, um aus dem Wald herauszukommen. Dmitri blickte zum Nachthimmel auf und dankte seinem Glück, das Tier in einem so gefährlichen Moment wiedergesehen zu haben. Großvater und Enkel halfen sich gegenseitig auf dem Weg und verließen sich auf vertraute Erinnerungen, um den Weg zurück in die Stadt zu finden. Unterwegs dachten sie über das wundersame Erscheinen des Fuchses nach, das unmöglich zufällig gewesen sein konnte. Als er nach Hause kam, bereitete Dmitri warmes Wasser und weiche Decken vor, um Leonid zu helfen, seine Angst und Erschöpfung zu überwinden. Der Junge erwähnte immer wieder seinen ruhigen Fuchsfreund und brachte seine grenzenlose Dankbarkeit zum Ausdruck. Am nächsten Tag verbreitete sich die Geschichte schnell in ganz Otradnoje und versetzte die Menschen in Erstaunen und Bewunderung für Dmitris Freundlichkeit. Alle waren von der Dankbarkeit des Fuchses gerührt und es schien, als sei er zurückgekommen, um die gute Tat der Vergangenheit zurückzuzahlen. Manche Leute sagen, dass sie gelegentlich den Schatten eines Fuchses am Waldrand vorbeilaufen sehen, dieser jedoch nie ins Dorf gekommen sei, um Schaden anzurichten. Stattdessen spürten sie eine seltsame Freundlichkeit des Tieres, das immer über freundliche Menschen zu wachen schien. Auch Dmitri sah einmal aus der Ferne ein paar leuchtende Augen unter den Baum funkeln, die dann sehr schnell verschwanden. Er glaubte, dass der Fuchs immer noch irgendwo herumschlich und etwas Heiligeres als Dankbarkeit beschützte. Das Bild des kleinen Fuchses,
der einst verletzt war und nun erwachsen ist, ist ein Beweis für den wundersamen Kreislauf von Ursache und Wirkung. Viele alte Leute im Dorf erzählen, dass es seit der Antike eine Legende über dankbare Füchse gibt, die sich immer an die Freundlichkeit der Menschen erinnern. Doch nur wenige hatten erwartet, dass ihnen die alte Legende nun in Otradnoje deutlich vor Augen geführt werden würde. Leonid, ein Junge, der es einfach liebte, die Welt zu erkunden, hat heute eine wertvolle Lektion über die Liebe und die Magie der Natur gelernt. Der Junge erzählte seinen Schulfreunden oft vom Wohltäterfuchs und rührte alle, die es hörten, zu Tränen. Dmitri glaubt nach diesem Vorfall noch mehr an die tiefe Verbindung zwischen den Menschen und allen Arten auf der Erde. Er setzte seinen Spaziergang fort, blieb jedoch manchmal länger an Stellen stehen, die ihn an diese seltsame Begegnung erinnerten. Jedes Mal, wenn er den alten Pfad entlang ging, musste er an die Szene mit dem hinkenden, schmerzerfüllten Fuchs denken, dem er zu Hilfe geeilt war. Und dann kam das Tier wie durch ein Wunder zurück, um seinen Enkel zu retten, als dieser in Gefahr war. Die jüngeren Leute im Dorf beginnen, sich für die Tierwelt zu interessieren und lernen, ihre Umgebung zu respektieren und zu schützen. Sie stellten Schilder auf, die die Jagd verboten, und räumten verbleibende Fallen im Wald, in der Hoffnung, eine Wiederholung früherer Tragödien zu vermeiden. Viele Familien haben sich zusammengeschlossen, um kleine Rettungsstationen einzurichten, die bereit sind, sich um verletzte Tiere im Wald zu kümmern. Otradnoje entwickelte sich allmählich zu einer beispielhaften Gemeinschaft der Menschheit, die im Einklang mit der Natur zusammenlebte. Man glaubt, dass freundliche Taten sich nicht darauf beschränken, schwachen Geschöpfen zu helfen, sondern auch eine große Welle der Liebe auslösen. Trotz seines hohen Alters bleibt Dmitri dem Wald verbunden und hält an seinem Glauben fest, dass das Gute immer wieder den Weg zur Menschheit zurückfindet. Die Geschichte aus Otradnoje in Russland ist nicht nur eine Lektion über die Dankbarkeit eines Fuchses, sondern bestätigt auch, dass Güte und Liebe im Leben immer eine magische Kraft haben. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.